Ja, guten Morgen von meiner Seite. Ich habe gestern ganz viele spannende Aspekte gehört, die alle in dem Vortrag irgendwo wieder auftauchen. Ich möchte Sie beruhigen, relativ flach. Ich will am Morgen jetzt nicht in die ganz tiefe Kost einsteigen, halte auch bestimmt keinen Vortrag über die Modulbaukosten alleine. Ich glaube, das nehmen Sie uns ab, dass wir dort in dem Feld ganz gut unterwegs sind. Die letztes Jahr dabei waren, haben den Professor Schuh vielleicht gehört, der auch VW immer als das leuchtende Beispiel gebracht hat. Hier vielleicht mal eine etwas kritische Bestandsaufnahme. Ist der Modulbaukosten schon das Ende der Reise oder nicht? Über das Thema werden wir uns unterhalten. Ganz kurz zur Agenda. Wir werden also so ein Stück weit mal reflektieren, auch meinen persönlichen Weg, Komplexität in der Fahrzeugsicherheit, als kleinen Ausblick mal, wie Beherrschung im Detail dann schlussendlich aussieht. Es geht einmal hier sicherlich um das Thema Variantenreduzierung, aber die Frage ist ja, wie gehen wir mit den Varianten eigentlich um in Entwicklungsbereichen, wo ja auch eine technische, eine funktionale Komplexität vorliegt. Dann aber eben im Wesentlichen meinen Schritt dann aus der Technik raus in die Komplexität, in dem Fall hier dann im Produktmanagement, wir kommen gleich so wieder noch ein bisschen drauf. Und dann mal so ein paar Themen, die uns aktuell schon mal berühren. Welche Beherrschungsstrategien haben wir momentan? Welche Prozesse haben wir aufgesetzt? Wie wirksam sind diese? Und anhand von ein paar Fallbeispielen mal gezeigt, sind wir da wirklich schon am Optimum? Wenn nein, wo müssen wir dorthin? Was ist so mit Psychologie und Kultur an der Stelle? Was behindert oder beflügelt uns dort eigentlich, um Komplexität ernsthafter vielleicht als auch in der Vergangenheit noch anzugehen. Vielleicht kurz zu mir. Ich bin 72 geboren, schon unter den Zeichen der vier Ringen in Ingolstadt. Ich konnte mich also aus dem Sog dieses damals noch mittelständischen Unternehmens kaum befreien. Bis heute nicht. Das Angebot war damals zu gut, auch wenn ich nie mehr nach Ingolstadt zurückgehen wollte. Habe aber zwischendurch eben in Regensburg und in England auch mal eine Zeit lang Physik studiert und damals eigentlich schon ein Faible entwickelt für das Lösen komplexer Problemstellungen. Damals Einsteins Traum, das war für mich der erhebendste Punkt eigentlich im Studium, mal die Relativitätstheorie nachzurechnen. Das bringt mir heute in der Komplexität wirklich gar nichts mehr, aber war auch ein Meilenstein meiner komplexen Geschichte sozusagen. Ich bin dann irgendwann eingestiegen bei Audi, zuerst in der Vorentwicklung und dann später in der Fahrzeugsicherheit. Und dort bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen, was Komplexität im Detail, aber auch im Großen anrichtet und mit welchen Möglichkeiten man die beherrschen kann, um also als Firma überlebensfähig zu bleiben. Die Frage war irgendwann nach vielen Jahren in der Fahrzeugsicherheit, wie geht es jetzt weiter? Wollen wir Komplexität im großen Stil nochmal angucken, die Muster dahinter verstehen? Und das ist so die Aufgabe, die ich die letzten 3 Jahre unternommen habe. Wir haben 2 Reisen an der Stelle auch gemacht, da komme ich dann später noch mal kurz drauf. Expeditionen, um Best Practice auch von anderen Unternehmen zu erfahren. Dazu später noch ein bisschen mehr. Also mein Ansatz ist immer auch im offenen Dialog, deswegen vielleicht auch hier die Teilnahme, auch zu erkennen, wo stehen andere, was sind Best-Practice-Ansätze und was können wir durch Kapieren von anderen, nicht kopieren, aber zumindest so für uns adaptieren, dass für uns die Spielwiese optimaler gestaltet werden kann. Vielleicht kurz erstmal zu Audi. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ein Film noch mehr. Unsere Welt überrascht uns mit immer neuen Möglichkeiten. Sie inspiriert uns zu neuen Technologien. Technik, die uns intuitiv mit allem verbindet, was uns wichtig ist. Technik, die alles leichter, effizienter, sportlicher macht. Technik, die elektrische Mobilität zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Visionäre Technologien, die unser Leben bereichern. So gestalten wir die Zukunft. Mit Vorsprung durch Technik. Ja, der Film, glaube ich, hat einiges gezeigt um unsere Markengene. Vorsprung durch Technik, innovative Technologien, Varianz ist in dem Film, glaube ich, nicht vorgekommen. Also ein Kernasset scheint es mal nicht zu sein. Auch in der Modulbaukosten als Strategie natürlich bei uns sehr viel hilft, an Synergien zu heben, was schlussendlich sich dann auch in den so Zahlen irgendwo messen lässt, in dem Erfolg. Vielleicht erstmal, wo kommen wir her? Wir haben in den letzten Jahren unser Volumen, sagen wir, deutlich gesteigert. Wir haben dort Zuwachsraten in den letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt. Also schon Geschwindigkeiten, die in einer Old Economy, einer Firma, die über 100 Jahre alt ist, schon erstmal noch beachtlich ist.
Unser Aufstieg in die Premium-Liga war sicherlich mit ein Erfolgsmerkmal dafür. Wir haben das Ziel, deutlich über 2 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen in 2020. Und das ist natürlich dann schon eine organisatorische Leistung, das erstmal zu stemmen, dass dieser Zuwachs auch gehandelt werden kann. Wenn man die Gewinne anschaut, die Chinesen haben mal gesagt, wenn du einem Menschen was Schlechtes willst, dann wünsch ihm 7 Jahre Erfolg. Wir haben seit 1995 eine Erfolgswelle, die nicht abzureißen scheint. Und man muss ganz klar sagen, die Menschen, die im Unternehmen nicht mitbekommen haben, wie das früher mal war, zu Zeiten von Kurzarbeit und wo man dann mal in Krisenstimmung war, die glauben, der Erfolg geht immer so weiter. Und deswegen ist natürlich ein Stück weit auch dann ein Kostenbewusstsein vielleicht nicht mehr in der Transparenz da. Warum? Wir verdienen doch ein Schweinevermögen. Ist doch alles gut. Haben wir denn überhaupt ein Problem mit Varianz? Könnte man sich einmal fragen. Warum sind wir denn überhaupt hier? Warum reden wir über Varianz? Wir haben unsere Mitarbeiter, wenn man jetzt mal das Fahrzeugvolumen ansieht, nicht in dem gleichen Maße gesteigert, sondern mit eigentlich wesentlich mehr Effizienz müssen wir die Dinge handeln. Ja, ein Mitarbeiter hat heute nicht mehr ein Derivat zu pflegen, sondern vielleicht eine ganze Familie, vielleicht sogar über eine Familie hinweg, Teile für den gesamten Konzern zu entwickeln. Ist natürlich auch nochmal eine organisationale Komplexität, die da drin steckt. Wenn man sich also die Auffächerung der Modellpalette ansieht, klar, dieses Wachstum kommt ja nicht von ungefähr. Sie müssen was Neues in den Markt schieben, was dann auch in dieser Nische wieder Kunden zieht. Wir sind jetzt momentan bei über 50 Derivaten. Und wenn man sich das mal anschaut, wo wir 92 noch standen, ja, mit einer schon überschaubaren Derivatisierungslandschaft und dann mal heute dazu im Vergleich sehen, dass wir mit 52 Modellen in 12 Baureihen unterwegs sind, die alle hart verdrahtet sind über Modulbaukästen mit Porsche, mit VWs, mit Skodas und Seats dieser Welt, dann kann man sich schon vorstellen, dass dieses Ganze zu handeln natürlich also eine mehrdimensionale Matrix-Funktionalität ist, die für die Mitarbeiter nicht leicht zu leisten ist. Dazu kommt das Thema Internationalisierung. Ich meine, viele der Firmen hier haben das ähnliche Thema. Wir reden über unterschiedlichste Standorte weltweit, unterschiedliche auch kulturelle Aspekte, die es dabei zu berücksichtigen gibt. Aber vor allem natürlich auch in der Logistikkette. Ein Fahrzeug für den A3 in Ingolstadt auszulegen, ist das eine. Aber den auch in Brasilien und in Indien zu bauen, nochmal eine andere Liga, weil sie die Teile, die sie hier haben, natürlich auch woanders dann bereitstellen müssen. Bezüglich Komplexitätskosten und Logistikprozess schon auch nochmal eine neue Herausforderung. Ich gehe mal kurz auf den Crash ein. Wir haben bei uns im Crash seinerzeit in der Fahrzeugsicherheit also gemerkt, gut, man muss da so Versuche fahren, Autos kaputt machen, schönes Spielzeug im Endeffekt oder Beschäftigungsfeld für Männer. Ich habe einige tausende Crashes gesehen in meiner Zeit. Die Frage, die wir allerdings vor 20, 25 Jahren immer wieder gesehen haben, ist, wir gehen so stark in die Breite, dass ein Crash von 64 unterschiedlichen Frontalcrash-Anforderungen in einer Variante das eine ist. Aber alle Varianten in allen Crash-Anforderungen würde dazu führen, dass niemand mehr von Ihnen ein Audi fahren würde. Die würden wir alle direkt aus der Produktion in die Fahrzeugsicherheit fahren und alle dann hardwaremäßig vernichten. Also haben wir gesagt, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen jetzt im Endeffekt Methoden, diese Komplexität anders zu handeln. Ich meine, wie das dann gegangen ist, da gab es verschiedene Ansätze. Einen will ich weiter vorstellen. Entschuldigung. Aber erstmal ist die Frage, von wie vielen Varianten reden wir denn überhaupt? Wie viele Möglichkeiten gibt es, ein A3 zu bestellen? Wenn Sie also heute ins Internet gehen, sagen, ich möchte ein A3 konfigurieren, dann haben Sie erstmal die Möglichkeit, schauen Sie auf das Fahrzeug, das verändert sich ein bisschen, zu sagen, ich will den und den Bodystyle, offen oder auch nicht, eine Limousine oder ein Sportback. Wenn Sie dann fertig sind mit allen Klicks im Konfigurator, haben Sie 10 hoch 38 verschiedene Permutationen durchpermutiert. Nicht ganz, weil Sie in Deutschland nicht alle weltweiten Varianten natürlich kriegen. 10 hoch 38 ist mehr Varianten, als es Sterne im Himmel gibt. Die müssen wir irgendwo handeln. 5000 Teile hat ein Fahrzeug, 120.000 Teile circa haben wir in der A3-Familie, um also diese 10 hoch 38 Möglichkeiten zu konfigurieren. Also es ist klar, wir haben wesentlich weniger Teile als Konfigurationsmöglichkeiten. Das ist natürlich auch ein Thema der Modularisierung. Plug and Play, das rein, das raus, muss irgendwo im Fahrzeug funktionieren. In der Sicherheit haben wir uns dann beholfen und haben gesagt, also mit Hardware-Crashes geht es nicht weiter, wir brauchen eine Simulation, sodass wir im Vorfeld bereits wissen, was wird passieren, wenn wir ein gewisses Fahrzeug an die Wand fahren. Heute bei der Komplexität eine ähnliche Fragestellung. Was wird passieren, wenn wir unsere Varianz verdoppeln? Das ist eine nicht triviale Fragestellung, weil bei uns eben verschiedenste Werke, verschiedenste Bereiche mit verschiedensten Kostenstrukturen zusammenwirken. Wir haben es geschafft, Sie sehen es hier, der Dummy, der in dem Simulationsfahrzeug im Rechner sitzt, der macht genau das Gleiche wie in der Realität. Wir haben also ein gutes Prognosemodell gefunden und bauen heute ein Fahrzeug erst dann auf für den Crash, wenn wir sicher sind, dass das auch die Performance zeigt, die wir brauchen. Damit können wir natürlich auch die Kostenstrukturen entsprechend reduzieren. Eine Möglichkeit zur Beherrschung. Der wesentliche Punkt dabei war, nicht zu versuchen, am Anfang das Gesamtfahrzeug zu verstehen. Das ist viel zu komplex, das verstehen Sie nicht. Aber die Phänomene, die im Crash vorkommen,
so zu erfassen, dass sie dann irgendwann phänomenologisch das Ganze zusammenbauen können. Gut, irgendwann haben wir das verstanden, haben wir das gelöst. Die Fahrzeugsicherheit, sage ich mal, ist heute bei Audi in einem sehr hohen Stand. Das war für mich der Zeitpunkt zu sagen, jetzt brauche ich also neue Erfahrungen im Unternehmen und bin aus der TE in die Modellreihe eben gewechselt und habe mir erstmal geschaut zum Thema Komplexität, wo stehen wir denn eigentlich? Jetzt kann man sagen, in den letzten 30 Jahren ist ja viel passiert. Dr. Alles, glaube ich, ist auch hier. Ich habe ihn gestern Abend getroffen. Ist dem so? Da ist er. Dr. Alles war mit eigentlich der Wegbegründer der Komplexitätsgestaltung bei Audi, schon im Endeffekt fast 30 Jahre zurückgehend. Und heute zurückblickend kann man sagen, in diesem Wachstumspfad haben wir immer wieder organisatorische Veränderungen machen müssen, um zukunftssicher zu bleiben. Wir haben vor über 20 Jahren die SE-Organisation aufgebaut und haben damit also erstmal dieses Interdisziplinäre, dass ein Entwickler auch mit einem Logistiker spricht, etabliert als Regelinstitution. Wir haben dann später in einem Businessprogramm angefangen, unsere Varianten zu monitoren und zu targetieren. Ich komme nachher zum Prozess noch ein bisschen zu sprechen und sind jetzt eigentlich in der dritten Phase, in der dritten Welle. Zwischendurch kann man auch sagen, ist Komplexität immer wieder auch mal in der Schublade verschwunden. Das ist ja immer dann heiß, wenn Sie gerade ein Kostenproblem haben oder irgendwas anderes Disruptives ist. Aber ansonsten sind wir doch gut unterwegs. Warum sollten wir uns mit dem Thema Varianz über die Modulbaukosten, den wir ja haben, hinaus noch weiter beschäftigen? Wir haben derzeit trotzdem also gesehen, die goldenen Zeiten im Automobilsektor, die werden in den nächsten Jahren eher kniffliger werden. Da sind also zu viele Elemente der Außenwelt, die uns also hier verändern werden. Und wir sollten trotz unserer Erfolge sehr wachsam sein, sehr kritisch mit uns auch umgehen. Ob wir nicht doch noch erfolgreicher wären, würden wir dieses Feld noch weiter und tiefer beackern. Das ist also genau der Ansatz, den wir jetzt verfolgen. Ich sage, das ist bei uns wie bei dem Thema Elektrifizierung oder CO2. Das kommt in Wellen, aber irgendwann geht es nicht mehr weg. Und ich glaube, an dem Punkt, das erleben wir in der Industrie insgesamt, stehen wir gerade, dass Variantenmanagement also hier Gebot der Stunde ist. Vielleicht mal kurz, ich glaube, da erzähle ich Ihnen alles nichts Neues, deswegen sehr kurz. Wir reden von einfachen bis komplizierten, von komplexen Systemen. Das Wort Komplexität wird inflationär verwendet. Was ist eigentlich komplex? Also im Endeffekt ein Gebilde, wo die Vielzahl von Einflussgrößen dazu führt, dass ein gesamtes Gebilde nicht mehr einschätzbar ist, sich dynamisch verhält und die Personen, die das Spiel beeinflussen, auch nicht mehr eine vollständige Interaktion und Verständnis über den Gesamtprozess haben. Das macht ein Thema komplex. Bei uns haben wir interne Treiber für Komplexität und externe. Die externen haben wir nur ganz bedingt, wenn überhaupt, im Griff. Was macht der Wettbewerb? Was wollen die Kunden? Kundenindividualisierung, die wollen sich da möglicherweise gar nicht reinreden lassen in das, was sie wollen. Aber auch Marktanforderungen. Ein Gesetzgeber in den USA, der zum Beispiel in der Fahrzeugsicherheit ungegurtete Crash-Anforderungen stellt, führt dazu, dass der das ganze Fahrzeug verbiegt. Sie müssen es anders auslegen. Die Gesetzgebungen sind leider inhomogen, sodass wir in jedem Land mit anderen Gesetzen andere technische Features bringen wollen. Zusätzlich haben die Staub und Heißland und Kalt und Hochwasser und da gibt es also ganz, ganz viele Dinge, die uns dazu zwingen, ein Fahrzeug für die Märkte individuell zu gestalten. Schlussendlich aber auch die internen Faktoren, Perfektion im Detail. Ja, bei uns gibt es halt natürlich nicht, dass irgendein Teil irgendwo klappert, akustisch auffällig ist oder ein Teil für irgendeinen Markt nicht perfekt ist, einen Liegenbleiber erzeugen könnte. Nur Liegenbleiber ist die VW-Philosophie. Ob es technisch geht oder nicht, ist egal. Welcher Aufwand dahinter steckt, ist wurscht. Wir wollen Premium-Produkte, wir wollen, dass die Kunden eben nicht zufrieden sind, die sollen begeistert sein. Wie schaffen wir das Ganze bei all dieser Komplexität trotzdem noch zu handeln? Hier das Standardthema im Volkswagen ist natürlich der Modulbaukosten, abgeleitet eigentlich ursprünglich aus der Plattformgedanken, wo also sagen wir, ein A3 und ein Golf die gleichen Teile aus der gleichen Plattform nutzen. Inzwischen weiter aufgebohrt als Modulbaukosten ausgelegt, wo wir also Synergien durchaus auch baureihenübergreifend verwenden. Eine Klimaanlage zum Beispiel kann sein, dass vom Grundmodul her in einem A6 wie auch in einem A3 zu finden ist, während die Variation, die Applikation aufs Fahrzeug immer spezifisch ist. Ganz oft hört man auch mal in der Presse, in früheren Jahren vielleicht mehr, so nach dem Motto, ja, das ist alles die gleiche Technik, kannst du genauso einen Skoda kaufen wie ein Audi. Dem ist nicht so. Also wir schaffen es immer über ein Grundmodul hinweg zu applizieren, zu variieren, um spezifisch die Kundenaspekte und auch unsere Imagepositionierung dadurch zu gestalten. Was wir also nicht wollen, ist zum Beispiel ein gleiches Fahrgefühl, eine gleiche Motor- oder Gaskernlinie. Da machen wir alles anders. Und deswegen ist unser Grundmodul eben nicht eine Gleichteilstrategie, da ist der BMW stärker unterwegs mit Gleichteilen innerhalb der Marke, sondern wir sagen, das, was wertschöpfend ist, machen wir modular und gleich. Das, was dann kundenspezifizierbar bzw. imageprägend oder strategieunterstützend ist, das machen wir spezifisch.
Diese Entwicklung von modularen Baukästen hat sicherlich in der Entwicklung begonnen, hat da auch meistens Synergien geholt, schlussendlich aber natürlich auch Auswirkungen aufs Fertigungskonzept. Es ist ja vollkommen klar, dass Sie versuchen müssen, diese gesamten Derivate auf möglichst einer Linie zu fertigen, und deswegen haben wir also Flexibilisierungskonzepte, die es ermöglichen, komplett unterschiedlichste Bauteile, hier also zum Beispiel an der Bodengruppe unterschiedlicher Derivate mal gezeigt, auf derselben Linie zu fertigen. Ich würde mal sagen, von der Fertigung her ist das Problem sicherlich massiv, aber durchaus lösbar. Aber die Anzahl der Teile, von denen ich vorher gesprochen habe, führt jetzt natürlich dazu, dass Sie das Problem sehr stark in die Logistikkette wälzen. Und wenn man sich dazu mal die Bewegungen anschaut, in den letzten 10 Jahren, dann sieht man allein in der Fertigung in Ingolstadt, also in nur einem Werk, haben wir 2000 unterschiedliche Lieferantenstandorte zu pflegen, von denen Teile zulaufen. Die Anzahl der Teilnummern liegt bei 30.000 in Ingolstadt. Wir haben insgesamt 1,2 Millionen technische Stücklistenpositionen aktiv über die gesamte Firma hinweg. Wir haben jeden Tag 70.000 Behälterumschläge, also da müssen eine ganze Menge an Menschen Teile bewegen, damit die schlussendlich am Band liegen. Da ist also ein ganzes großes Logistikkonzept dahinter, das allerdings auch immer wieder weiterentwickelt wird. Und wenn man über den internen Logistikprozess spricht, dann ist, wir haben vorher Komplexitätskosten Firma Odego hier gehabt in der Early Morning Session. Natürlich ist klar, wenn ich schaffe, Teile direkt am Band anzustellen, kurze Laufwege, kurze F-Zeiten. In dem Moment, wo ich vorkommissionieren muss, weil ich verschiedene Varianten von einem Bauteil einbaue, habe ich natürlich schon ein doppeltes Handling. Ich muss ein Teil zweimal anfassen. Noch schlimmer, wenn ich es so kommissionieren muss, dass also am Werk, also am Band der Werker nur noch in den nächsten Behälter reingreift, das Teil eben in das nächste kommende Fahrzeug einbaut und sich dann am Band eigentlich gar keine Gedanken mehr machen muss, was er dort einbaut. Er nimmt einfach das nächste Teil in der Sequenz. Ist natürlich auch relativ schwierig. Sie müssen dann bis hin zum GIS-Prozess, wo die Lieferanten ja auch in Taktfolge bereits fertigen, dieses Thema im Griff haben. Wir haben relativ kurze Einspruchszeiten bzw. Meldezeiten an die Lieferanten, sodass die alle ortsnah angebunden sein müssen. Das kostet wieder natürlich Geld, wenn der Lieferant noch nicht da ist, oder es schränkt die Lieferantenauswahl ein und verzerrt damit auch ein Stück weit den Wettbewerb oder die Kostenstrukturen. Wir gehen so weit in der logistischen Beherrschbarkeit, dass wir also über Telemetrie dann auch bis an Konzepten arbeiten, wo wir LKWs, ähnlich wie am Flughafen, so minutiös getaktet reinholen, dass wir also sagen, pass auf, wir brauchen jetzt das Teil dringender, du bleibst in der Warteschleife, dich holen wir jetzt rein, da reißt das Band ab, bei dir haben wir noch 10 Minuten Zeit. Wenn ein Teil bei uns nicht kommt, dann kommt es auch vor, dass man ein Hubschrauber fliegt. Es ist klar, bei uns kostet die Bandminute 20.000 €, also Bandstillstand. Das kann man sich natürlich nur ein paar Minuten leisten, länger nicht. Da ist also jedes Mittel recht, um dann die Sicherstellbarkeit der Bandfolge zu gewährleisten. Jetzt haben wir über das Thema Komplexitätsbeherrschung gesprochen. Also wir beherrschen das logistisch, wir haben das alles im Griff, da sind wir sicherlich Weltmeister, auch in der gesamten Welt, irgendwo im Automotive-Bereich. Die Frage ist allerdings schon weiterhin, brauchen wir so viel Varianz? Könnten wir nicht noch erfolgreicher sein, wenn wir weniger hätten? Und dazu haben wir vor 20 Jahren begonnen, vor 10 Jahren dann einen Prozess aufgesetzt, der in der Breite, in der Frühphase jedes Projekts eine Targetierung unserer Schwerpunktbauteile macht. Das schaut also so aus, wir suchen uns 100, 120 Bauteile aus. Das sind die Schwerpunktbauteile bezüglich Kosten, aber auch logistischer Beherrschbarkeit. In der frühen Phase machen wir dann zu jeder dieser eine Zieldefinition und im weiteren Verlauf wird dann gemonitort, haben wir diese Ziele auch eingehalten. Da gibt es also eine ganze Struktur auch noch, die sich um das Thema kümmert. Wir haben also hier eine hierarchische Entscheidungskultur, die also bis zum Vorstand dann schlussendlich geht, und in diesem Zuge wird also operativ bis strategisch dann das Thema abgearbeitet und entschieden. Wir haben zur Visualisierung ein System namens Vamos, das auch Dr. Alles damals in der Zeit eigentlich entwickelt hat, schon vor, wie lange ist es her, 25 Jahren circa, 20 Jahren, 30, 10, Vamos. Haben wir 10 im Einsatz, danke, also war noch weit vor meiner Zeit. Was machen wir damit? Wir versuchen also jedes Bauteil daraufhin erstmal zu prüfen, welche PR-Nummern, welche Funktionalitäten in diesem Bauteil denn überhaupt relevant sind. Hier sind wir ein Beispiel Kraftstoffleitungen, da sehen Sie eine Aufteilung nach dem Derivat, nach der Region, wo das hingeht. NR hat da andere Spezifika, Kraftstoffsorte spielt eine Rolle und ob Sie eine Standheizung meinetwegen ein- oder ausbauen. Damit haben Sie schon die Möglichkeit zu sagen, brauche ich all diese Varianten, ich kann es in der Frühphase optimieren und kann das machen, was wirklich Sinn macht. Komplexitätskosten haben wir also mehrfach gehört. Wir haben Entscheidungsvorlagen, die schauen im Überblick etwa so aus. Und dort ist dann immer die Frage, haben wir durch diese Entscheidung eine Variantenerhöhung, ja oder nein? Das wollen wir erstmal transparent haben. Wenn ja,
dann wollen wir die auch bewertet wissen, liefert die einen Business Case, auch dann, wenn wir wissen, dass diese Variante zusätzliche Komplexitätskosten nach sich zieht. Dort haben wir also pauschale Werte, abgestuft nach Logistikprozessen, ob es eine Technik- oder eine Fahrvariante ist. Aber man kann grundsätzlich sagen, 40.000 € pro Jahr zieht eine Variante praktisch Folgekosten nach sich über die Laufzeit des Projekts. Wenn Sie sich vorstellen, bis 20 Jahre nach dem Ende der Serie müssen Sie immer noch die Fahrzeuge serviceable halten. Das ist natürlich auch klar. Das geht nur dann, also wenn Sie entsprechend auch Kosten dafür aufwenden für die Bereitstellung. Jetzt ist also alles erledigt. Wir haben einen Prozess installiert, wir haben einen Modulbaukasten, wir sind fertig. Können wir eigentlich aufhören? Oder auch nicht. Die Frage ist nämlich, also schaffen wir damit wirklich alle Fälle bestmöglich zu lösen? Ich habe ein paar Fälle mir im Detail angeguckt, wo wir deutlich über dem Target plötzlich lagen. Zum Beispiel Federsysteme vom A3. Plötzlich landen wir bei 140 Federn. Und das Ganze ist ja über den Prozess, haben wir vorher gesehen, eigentlich alles abgesichert. Wir haben die Target überschritten, wurde alles genehmigt, eigentlich alles gut. Aber die Frage ist, darf denn es sein, dass wir 140 Federvarianten nur Hinterachsfedern in einem A3 verbauen müssen? Und dann haben wir mal genauer reingeguckt und haben gemerkt, Mensch, da haben wir schon noch einige Fehler im System. Die Variantenauslegung war nicht optimal. Das hatte verschiedene Gründe. Was wir dann gemacht haben, ist ein Team zusammenzusetzen und haben dann erstmal gelernt, die unterschiedlichen Sichtweisen im Unternehmen, die sind so unterschiedlich, dass ein Qualitäter zum Beispiel, der eine Anforderung stellt, überhaupt nicht mehr begreift, mit welcher technischen Komplikation er plötzlich jetzt vielleicht 40 Federvarianten erzeugt über eine Anforderung von irgendeinem Schlechtwegemarkt, in dem wir 5.000 Autos verkaufen. Und dann ist die Frage, ist das Problem, das wir damit versucht haben zu lösen, so viel wert, dass wir mit dieser Variantenschlacht auf dieses Ziel dürfen? Ich habe vorher gesagt, nur liegen bleiben. Also das ist eine Güterabwägung. Und da muss man sehr tief in die Daten reinschauen und schauen, ob die Anforderungen, die wir setzen, in der Regel ja erprobt über Prüfstandsversuche oder irgendwelche Shopware-Erprobungen, wo sie Dinge simulieren, die aber nicht zwingend mit der Realität einhergehen, sondern die nur versuchen halt eben nachzubilden. Wir haben hier festgestellt, wir haben ein Problem gelöst, das wir nicht hatten. Wir konnten dann also die Federn wieder halbieren und das hat gezeigt, Achtung, wir haben im Prozess offensichtlich Lücken, wo diese dedizierte Fragestellung, die auch Zeit kostet, nicht entsprechend abgearbeitet wird. Also wir sind noch nicht ganz sauber. Wie reduzieren wir eigentlich Varianz? Also beim Obstbauen ist relativ klar, wenn ihr so einen Obstbaum sieht, dann sagt er, ja gut, wenn ich den im Sommer oder im Herbst beschneiden muss, dann schneide ich am besten die dürren Äste ab. Und das, was nichts trägt, was also keine Früchte bringt im nächsten Jahr, aber nur Energie kostet. Also Blätter und Blätter bildet im Endeffekt Sauerstoff zieht und den Baum Energie kostet, das er eigentlich in Tragen von Früchten bringen soll. Das gleiche Bild sehen wir doch im Unternehmen auch. Wir haben einen Variantenbaum und sagen so, welche dieser Äste, welche dieser Zweige trägt jetzt? Wo hängen die dicken Äpfel, die wir dann später gut verkaufen können? Ja, blöderweise zeigt es der Variantenbaum gar nicht. Da schaut jede Linie irgendwo gleich aus, jede ist gleich wertschöpfend. Ist denn der auch so? Hier ein Beispiel, ich bin gekommen in ein Lenkungsteam, der Entwickler sagt, ich brauche jetzt wegen einer Lenkradheizung in einem Schaltermodul Lenksäule, also dort wo die Blinkerhebel und so dran ist, Sie kennen diese Schalter da am Lenkrad, brauche ich jetzt eine Verdopplung, weil Lenkradheizung ist Faktor mal 2. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das sind aber viele Teile, brauchen wir denn wirklich knapp 100 von diesen Schaltermodulen? Dann sagt er, ja klar, weil jedes Teil, das da hier bedienbar ist, hat eine Funktion hinter sich. Und wir wollen nicht einen Blindschalter zum Beispiel, wo ich draufdrücke und dann passiert nichts. Nee, das ist ein Premium-Produkt. Dort, wo ich draufdrücke, passiert natürlich was. Heißt, jede der Ausprägungen führt eine Teilenummer im Endeffekt nach sich. Der Vertrieb sagt, ist doch alles schick, wir haben Einbauraten, die sind alle toll. Wir haben auch bei der Lenkradheizung im A3 zwar nur eine Einbaurate von 4%, aber der Business Case ist toll. Einverstanden. Der Business Case der Lenkradheizung ist toll, aber wenn ich das Teilespektrum dahinter mir angucke, das der zieht, und wenn ich weiß, dass da 5, 6, 7 verschiedene PR-Nummern miteinander interagieren, dann ist vollkommen klar, dass bei der Multiplikation der Loaderner PR-Nummern, ja, also der Kunde, der das bestellt und hier, sagen wir mal, irgendwas mit 4% Wahrscheinlichkeit bestellt und so weiter, irgendwann dazu führt, dass dieses Teil in einer spezifischen PR-Nummer-Kombinatorik vielleicht nur mit 0,00x% verkauft wird. Und dann haben wir festgestellt, wenn wir also jetzt so weitermachen würden, würden wir Teile, die wir heute nur 10-mal im Jahr im Fahrzeug verbauen, noch mit einer 4% Wahrscheinlichkeit für eine Lenkradheizung doppeln. Dann bauen wir nur noch weniger als ein Teil. Die Kiste am Band wird also über Laufzeit nicht leer. Dann haben wir gesagt, also optimal kann das nicht mehr sein. Wir haben den Fall gelöst dadurch, dass wir mehr Transparenz reingebracht haben. Wir haben uns also geschaut, was macht denn der Kunde eigentlich. Kurz zusammengefasst, der Kunde ist wie bei Amazon einer gewissen Logik angehaftet. Also der das Buch kauft, hat eine größere Wahrscheinlichkeit, auch das Buch zu kaufen, weil die Interessenslage eine andere ist als beim Kunden, der sich, was weiß ich, für Motorräder statt für Kunst interessiert.
Wir haben festgestellt, ein Kunde, der also hochpreisig kauft, hat eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, bestimmte Funktionalitäten zu kaufen, als ein Kunde, der von Haus auf niedrigpreisig kauft. Heißt, wir können Kundencluster bilden, wir können schauen, dass wir mit kombinierten Wahrscheinlichkeiten das Teilespektrum so optimieren, dass eben die High-Runner bleiben und die Low-Runner möglichst optimiert sind oder beziehungsweise reduziert sind. Das sehen wir hier nochmal in der Grafik. Wenn Sie sich vorstellen, der gesamte blaue Balken, das bildet also das Spektrum des A3 ab. Halt, jetzt kommt auf die Linie auch noch ein zweites Fahrzeug, ein Q1, der bringt eigene Teile mit. Ein Teil, sehen Sie hier, ist synergetisch genutzt. Ein Teil hat er wieder einen anderen Funktionskatalog, da spielt der Euro NCAP wieder mit rein und zwingt uns da zu neuen Themen. Aber wenn man jetzt nur den A3 anguckt, dann sind wir mit den ersten 7 Teilen von 72, haben wir schon 80% der Kunden abgedeckt. Mit komischerweise 42 Teilen, also 6% der Teile, machen wir bloß noch 1% des Volumens. Und genau da hat es also gegolten anzusetzen. Was wir gemacht haben, waren also diese Fälle genauer zu analysieren. Und wir haben es geschafft, von 96 wieder zurückzukommen auf 42 Varianten und haben in einem einzigen Bauteil einen finanziellen Effekt von 10 Millionen geholt. Jetzt, wenn Sie sich vorstellen, 100 solche eher noch kranken Fälle im Unternehmen, dann sind wir bei Größenordnungen, da wird es da schon schwindelig. Was haben wir für Handlungsfelder festgestellt? Wir sind also noch nicht fertig. Zum einen Thema Ziele. Haben wir eine eindeutige und transparente Erwartungshaltung eigentlich im Unternehmen bezüglich Varianz? Wir haben verschiedenste Ziele, die miteinander konkurrieren. Perfektion im Detail und Varianzoptimierung, das sind zwei konträre Ziele erstmal. Der Prozess, wer braucht denn wann welche Informationen? Hatten wir zum Beispiel in den Fällen, die ich dargestellt habe, sämtliche Informationen bei den wesentlichen Beteiligten an Bord, dass die auch wirklich eine richtige und nachhaltige, betriebswirtschaftlich optimale Entscheidung treffen. Haben wir die richtigen Methoden? Also kriegen die Leute die Daten überhaupt, die sie brauchen? Sind die Anforderungen bei uns an bestimmten Punkten vielleicht overengineert und führt unsere Kultur eigentlich dazu, dass wir an bestimmten Punkten vielleicht das Thema Varianz ein Stück weit außen vor lassen, weil wir auf andere strategische Assets setzen. Wo der Herr hinschaut, wächst das Gras, sagt der Professor Winterkorn. Wir erleben gerade einen Paradigmenwechsel, und zwar hin von Technik über alles. Die Technik führt jetzt auch ein Stück weit mehr zu wiederum betriebswirtschaftlichen Größen zurück. Also nicht mehr Volumen um jeden Preis, sondern schon halt auch eben schauen. Professor Winterkorn hat mal gesagt, keine Sonderausstattung mehr mit Einbaurate kleiner 5%. Wenn wir das machen würden, würden wir keine Autos mehr bauen. Das wäre also keine gute Idee. Aber die Zielrichtung damit ist vorgegeben. Und die Erwartungshaltung des Unternehmens geht mehr in Richtung Komplexitätsoptimierung, als das die letzten Jahre der Fall war. Entschuldigung. Ein Punkt, wir haben also vorher gesagt, Komplexitätsoptimierung steht im Widerspruch zu anderen Zielen. Dem ist so bis jetzt gewesen. Wir haben gesagt, an sich müssen wir schaffen, widerspruchsfreier zu argumentieren, damit wir die Truppen auch besser in eine Richtung ausrichten können. Wie geht das? Ich glaube, die Kurve kennen Sie wahrscheinlich alle, die sich mit Komplexität beschäftigen. Mit mehr Varianz steigt irgendwann mal natürlich der Kostenfaktor sehr stark an, irgendwo exponentiell, quadratisch, auf jeden Fall überproportional. Der Nutzen, der wird irgendwann asymptotisch gegen einen Grenzwert gehen, auch wenn wir noch so viele Varianten bauen. Irgendwann erreichst du keinen zusätzlichen Kunden mehr und kriegst auch aus dem nicht mehr Geld abgeschöpft, der hat nämlich gar nicht mehr in der Tasche. Was wir also machen müssen, ist im Endeffekt auf den Punkt zu kommen, wo die Varianz optimal ist. Und das ist nicht Varianz gleich 1. Wir sind als Erfolgsmodell Varianz verpflichtet. Mehr Derivate heißt mehr Volumen. Das haben wir in den letzten 20 Jahren deutlich gelernt. Ich habe es vorher, glaube ich, zeigen können. Mehr Sonderausstattungen heißt mehr EB pro Fahrzeug. Da verdienen wir einen Haufen Geld. Das können wir doch nicht wegmachen. Der Punkt ist der, wir müssen erkennen können, welche Varianz führt uns ins Optimum, welche Varianz ist zu niedrig, weil wir Marktpotenzial nicht ausgeschöpft haben, wo sind wir aber zu hoch und haben zwar einen immer noch positiven Betriebspunkt, aber keinen optimalen. Und das ist genau der Punkt, was wir heute nicht in Perfektion machen, nämlich Szenarien zu planen, wo wir sagen, okay, Lenkradheizung zum Beispiel recht und schön, aber wie setzen wir es denn um, dass wir dann mit allen bisherigen Aspekten wieder einen optimalen Betriebspunkt schaffen. Die Fragestellung ist im operativen Alltag bei der Vielzahl von Vernetzungen nicht zu leisten von Standardteams, zumal bei uns die Datenwelt die Analysen nicht einfach hergibt. Wir haben zwar alle Daten, aber nicht online für den verfügbar, der es gerade braucht. Das überspringe ich jetzt mal. So schaut unsere Datenwelt heute aus. Single Source of Truth ist dann noch ein Stück weit weg. Aber die Vision haben wir. Wir haben da also mit einem oder anderen Partner jetzt extern unsere Systeme zerpflückt, schauen, was wir dort machen können. Schwierig ist halt eins. An dem ganzen Thema hängen unsere Baubarkeiten der Fahrzeuge. Also ein Systemkern mal auszutauschen, dort wo insgesamt 100 Standorte des Volkswagen-Konzerns weltweit auf diesen Daten beruhen. Das wäre so, wie wenn Sie einen Marathonläufer bei der Bestzeit seines Lebens unterwegs eine Herz-OP verpassen wollen würden. Das wird schwierig.
Wie wir uns allerdings der Sachlage nähern, um erstmal sagen wir, diese Daten, wir haben eine unglaubliche Vielzahl von Daten. Die Frage ist also, wie kommen wir an das Zeug ran? Was wir gemacht haben, ist aus den verschiedensten Datentöpfen über Cubes die Informationen so zu sammeln und so zu verknüpfen, dass wir die online und auch gut menschenlesbar ausgeben können. Sie sehen hier also ein Tableauwerk, BPAS nennen wir das, eine Business Intelligence Plattform, wo Sie für jede beliebige PR-Nummer-Kombinatorik auf jedem Land der Erde sagen können, wo haben wir wie viele Kunden in welcher Kombinatorik also ein Fahrzeug verkauft. Leider ist das Ganze immer noch erst einmal funktionsorientiert. Welche Funktionen hat der Kunde gekauft? Die Frage ist aber, was hängt an unserem Teilespektrum dran? Und die Frage ist nicht trivial, weil ein Teil von verschiedensten PR-Nummern in verschiedensten Kombinatoriken abhängen kann und die Welten sind erstmal so nicht verknüpft. Das muss man also erstmal schaffen. Sie haben vorher den Variantenbaum gesehen, Herr Dr. Alles, das ist jetzt der Variantenbaum in neu. So schaut das systembasiert aus unseren Datenquellen raus. Ich kann also heute auf Knopfdruck sagen, ich möchte eine Schalterleiste meinetwegen oder ein Bauteil wie die Felge mal hier visualisiert haben. Von welchen PR-Nummern hängt der eigentlich ab? Was Sie jetzt hier nicht lesen können, ist, in jedem Knoten stehen die Wahrscheinlichkeiten, wie sich der Kunde für etwas entscheidet. Sie sehen also auch schon in der Dicke der Äste, wo orientiert sich hier eher zu schneiden. Wir wollen also hier den Menschen Instrumente geben, sie befähigen, Komplexitätsoptimierung im Alltag wesentlich einfacher als bisher zu gestalten, weil die Informationsquellen leichter verfügbar sind. Eins der Themen ist, für mich in meinem Leben war immer wichtig so ein Problemalgorithmus. Habe ich ein Problem? Wenn nicht, kann ich schlafen bleiben. Wenn ich ein Problem habe, muss ich es lösen. Da muss ich erstmal verstehen, was genau ist das Problem. Ich glaube, dass in Firmen dieser Fragestellung viel zu wenig Bedeutung beigemessen wird. Wir zum Beispiel, sage ich ganz offen, wir haben kein gemeinsames Problem. Wenn bei uns 70.000 Menschen fragen, haben wir ein Problem mit Varianz, da kriege ich bestimmt mindestens 10.000 unterschiedliche Antworten. Ein paar sind abgestimmt, die sind in der gleichen Abteilung und singen das gleiche Lied vielleicht. Das Problem ist allerdings, wenn man jetzt den Menschen erklären will, dass sie ein Problem haben, das sie gar nicht fühlen, dann werden sie dich erstmal ignorieren oder auslachen oder bekämpfen, hat man Gandhi gesagt. Irgendwann gewinnst du. Das heißt Hartnäckigkeit in dem Spiel. Du musst da verschiedene Phasen durch. Und die Menschen sind nicht alle bereit, gleich mitzuziehen bei neuen Lösungen. Da gibt es ein paar Prozent Innovatoren, sagt die Systemtheorie, mit denen kannst du alles Neues machen. Den kannst du ein iPhone in die Hand drücken, die entwickeln sofort mit. Andere sagen, iPhone brauche ich nicht. Die zu erreichen, auch in einem Unternehmen, das wird eine gewisse Herausforderung. Da geht es also darum, einen Change zu gestalten. Und unten links die Change-Formel, wer die schon mal gesehen hat, die sagt ja, wenn ein System nicht unzufrieden ist, wenn ich keine Vision habe, wenn ich keine Maßnahmen habe oder wenn das Produkt nicht ausreicht, um die Widerstände zu überschreiten, dann passiert kein Change. Wenn wir also jetzt in eine neue Stufe von Komplexitätsbewältigung nochmal kommen wollen, dann werden wir einen Change bei uns haben wollen. Das ist also auch ein Kulturthema im Unternehmen. Das heißt nicht mehr nur Technik at the best, das heißt Technik auch zu bezahlbaren Kosten und zu logistischer Herstellbarkeit, nicht wie heute, wo der Produktionler eigentlich gar nicht laut sagen darf, dass er das Ding nicht gescheit fertigen kann. Nee, der Entwickler sagt, das ist mir wurscht, das schaut geil aus und das ist toll und das will der Kunde und du fertigst das. Wie du das machst, ist mir egal, das kostet halt nachher Geld, aber beherrschen, haben wir gelernt, können wir eigentlich alles. Was wir an der Stelle deswegen gerade vorhaben, ist, wir haben gesagt, wir brauchen hier mehr Expertise, wir brauchen einen wesentlich intelligenteren Komplexitätskostenansatz, mehr Verständnis vom Konzept also her, wie in der Simulation damals in der Fahrzeugsicherheit, wie schaffen wir es in der Zukunft, also diese Themen wissenschaftlich anzugehen. Was wir gerade dabei sind, ist ein Prozesshaus oder ein Projekthaus aufzubauen, das zwar einerseits auch operative Themen unterstützt, in komplexer Optimierung, aber auch sich um Prozess- und Systemlandschaft kümmert, also wirklich einen strategisch-systematischen Ausbau zusammen mit externen Partnern. Folgt also auch der Logik, die wir auf einer USA-Expedition gelernt haben, Closed Loop Innovations scheitern. In der Zukunft geht es mehr um Open Innovation. Wir wollen also dann wirklich die Expertise von verschiedensten Partnern mit unserer internen Prozessexpertise so zusammenbauen, dass wir eine Toolkette und eine Datensystemlandschaft erschaffen in den nächsten 10 bis 15 Jahren, die also hier neu und absolut zukunftssicher sein wird. Und ich sage mal, jetzt sind wir guter Dinge im Unternehmen, dort einen Startpunkt geschaffen zu haben, der auch dort wirklich weit in die Zukunft greift. Das ist jetzt alles praktisch, wie gehe ich mit Varianz um. Als letzten Punkt oder Ausblick, ich meine, Henry Ford, den Spruch kennt jeder. Model T damals in einer Variante, der Kunde kriegt jede Farbe, solange sie schwarz ist. Ist der revolutionäre Ansatz Back to the Roots? Ist es möglich, in einem Automobilbereich, wo die Einzelkosten so dermaßen dramatisch auch den Business Case beeinflussen, wieder zurückzukommen zu einer einzigen technischen Lösung wie beim iPhone, die wir weltweit ausrollen? Und ich sage Ihnen, wir arbeiten gerade an so einem eher visionären Ansatz. Ich kann da an der Stelle noch nicht allzu viel verraten, aber ich glaube, in der Zukunft werden wir einige Paradigmen auch noch sehen, die sich hier drehen werden.
Damit möchte ich schließen und hoffe, ich konnte einen gewissen Einblick geben in das Thema Komplexität und gefühlte Lage in einem Automotive-Unternehmen. Vielen Dank.